Goedemorgen, iedereen. Ik heet jullie hartelijk welkom hier van onze godsdienst, die wat hier zijn. Maar ik heet ook die welkom, die aan livestream aan het kijken worden van jou, die we in gezondheidshalven en hier zijn en thuis kijken nou naar hoe allemaal ze zijn. Zo mijn gebed is dat die mochten gezegend worden van jou door onze godsdienst. Aufruf zur Andacht, 1. Johannes 4, Vers 5 und 6. Die falschen Propheten, die hier gehen zu dieser Welt, deshalb verbreiten sie nichts als menschliche Vorstellungen und Gedanken. Und alle Welt hört auf sie. Wir diejenigen, die hören zu Gott. Jeder, der Gott kennt, wird auf uns hören. Wer aber nicht zu Gott gehört, wird uns ablehnen. Aber so weit, wir wollen uns was leider sagen, so ich glaube, wir haben noch was Copies. So, und diese Gruppe wird uns anleiten am Gesang. Wij want het eerste, blessed be your name, dat als jij doet bij de copies. En ik wil vragen, waar we opstaan voor dat leid zijn. Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, through there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You may take away, you give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away, you give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Die daar in toe zat. Nächste, wir versammeln uns zu dir. Wir versammeln uns zu dir, o großer Gott. Wir versammeln
während das nächste Leute, was die Klage gehoven waren, so war uns Hauptnehmen von je mehr. Und zum Schafura, wie sagen bis noch einmal Dank für all die Segnungen, die wir tagtäglich genießen dürfen. Wir haben so Täten, wir haben Untertragungen und dann noch mehr Stadt. Und du dank wir dir ganz besonders für. Und ich bitte nicht bloß, wenn wir eine Klage geben, dann musst du jeder jeweils segnen, was gegeben wird. Und musst du auch dort gegebene segnen, dass kann euch gewarnt werden, bloß am Dienst direkt wieder zu bühren. Das bitte ich in Jesu Namen Dank sagen. Amen. Das nächste Leute, wer wir uns heute Bibel singen, das ist Nummer 51. Als nächste war uns die Bekanntmerkung Klimatische Eberkirchen, was wir im Bulletin haben. So, das erste du als morgen als Mann Gebetsstunde, Klock 7 zu morgens. Donnerstag, 12 Uhr recht, Klock 8 zu Uwes. Und dann das nächste du haben wir dort für die nächste Zeit, wie wollen wir uns nicht versammeln, hier für Gottesdienst, so uns hast dort gesagt, dort von der und der letzte Tag hast du nur für ihr wegen Krankheiten und so wieder.
Und wir weten nicht, wann wir frisch werden können, aber wir wollen dort für wieder dann bloß über Livestream haben, so was eine kleine Gruppe sein, was den Gottesdienst hier was gesagt und Botschaft was zu sein. Aber wir wollen dann nicht, dass wir uns hier treffen und dort jeder einer dort dann bloß Tüß kann den Gottesdienst kicken. Und während dieser Zeit, wenn wir dort nicht hören, so, dann wird wir bloß fragen, dass die Goven, was die geben möchten, den Kassierer geben dann. Wir wollten noch die Kosten sind übrigens, wenn wir uns nicht versammeln können, die bleiben nur am Drehen, so dann braucht das auch, dass wir unsere Goven geben dann, dass alles am Drehen bleibt. Und dann erst die Mini-Jugend als nächsten Sonntag hier eingelud Mittag hier im Gym. In der Jugendfreizeit ist geplant von 7. bis 9. August und so was gewünscht, dass sie sich bei den Dienstag, den 21. Juli anmelden und die Jugendlehrer. Und dann hat wir eine Ehereset geplant vom 3. bis den 5. August, aber da haben wir gecancelt, so wir wollen da auch nicht haben. Und dann haben wir als nächstes einen Beitrag von der Familie Jennifer. Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment I'm wondering, never changes what you see. Try to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Because you know what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So let all things be my life and breath. I want what you want, Lord, nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. I will trust in you. You are my strength and comfort. You are my steady hand. You are my firm foundation, the rock on which I stand. Your ways are always higher. Your plans are always good. There's not a place where I'll go you've not already stood. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you,
I will trust, I will trust, I will trust in you. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you. I will trust, I will trust, I will trust in you. 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 Dankzij Walter voor het zingen. En als nächste kleine Kinder in der Sinnerschule angehen, aber wir sitzen wie Hand von der kleine Kinder. So, okay. So, die meisten sind von der noch Hüs geblieben und das ist uns schon, dass wir in so einer Lehre ist, dass wir einmal Band sein, dass wir nicht mehr uns sicher fühlen mit Gottesdiensten und so weiter, aber ich denke erst, wir haben einen großen Gott und ich glaube immer warum hat wir am freien Wort bedeutet für uns als Christen in dieser Lehre, wo wir nicht Band sind. So nu, wir haben hier keine Idee für wie lange wir uns nicht was aufgesagt sind, war nicht Gottesdienste haben. Und ich möchte wirklich, dass wir uns freuen würden, was will Gott von mir, was will Gott von uns als Gemeinde, und was haben wir tun in so einer Lehre, was das wirklich, dass wir bloß nur nach Gott kommen. Ich will uns ein paar Verse lesen, aus Johannes 18, Vers 36, 38. Das ist der Text, was Prediger Hans Friesen sich gewählt hat, wo er reden will von der. Johannes 18, 36, 38. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener werden kämpfen, damit ich den Juden nicht übergeben werde, nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm, so bist du danach ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Aber so wie du, weil wir uns hauptnehmen für den Gebet und weil wir für die Gebetspunkte, wie am Bulletin haben werden. Und so ist vor, wie kommen noch die an dessen Marien noch einmal. Und wir danken die bloß ganz besonders, dass wir uns von der noch weiter hier treffen können, für den Gottesdienst. Und wir danken die für Gesundheit, was wir haben, die hier sind. Und wir beten aber ganz besonders für die, die auch nicht hier sind, wegen sie nicht gut fallen, oder was immer die Ursache ist, muss die mit uns sein. Wir beten für Kranke, Herr. Wir haben die Lutherzeit so viel, die hier von kranken Menschen. Und wir freuen uns vielmals, Herr, was als dein Ziel mit dieser ganzen Krankheit, die da rumgeht. Und ich bete bloß, dass die unsere Horten wahrscheinlich merken, unsere Ohren wahrscheinlich merken, dass wir sein wollen. Was dein Willen ist an dieser ganzen Sache, muss die mit den Kranken sein, muss die entleiden, muss die entführen, muss die Gesundheit schenken, wo das dein Willen ist. Und wo das dein Willen ist, dass sie durch diese Krankheit von hier weggeraubt worden, dann bete ich, dass sie bereit sind, die zu begegnen. Ich bete auch für Familien, wo Personen weggestorben sind. Herr, wir haben in der Lutherzeit viel gehört, wo wer gestorben ist. Wir beten für jede Familie, wo das passiert ist, die letzte Zeit. Aber wer immer noch durch schwere Zeiten geht, wegen sie jemand verloren haben, muss die entrösten, muss die entleiden, muss die entführen. Und so beten wir ganz besonders für die Jugend, die Hoffnung in euch nehmen, Herr, muss die mit jedem ein sein, muss die ganz besonders ihre Horten anschieren, muss die halten, dass sie sich abrechtig wollen, Hand geben für die. Ich danke dir für die Hand, was Hand gegeben sind. Und wenn du noch Dinge sind, die in ihr Leben fehlen, recht zu stellen, Herr, dann bete ich, dass du da was mit ihnen jetzt und ihr Hort anklappen.
En dat zij waren kan op kloren brengen, wat de filter om kloren te brengen, omdat ze kan een ganz enge gemeenschap met die leven haar. Ik bid dat die alle hindernissen waarschijnlijk weggaan, wat ze zijn, dat ze de gemeenschap niet kan met die gaan. Ik dank die vijand, wat ze doen, zo ze wel een verder wegkomen en juist liegen, en ook zo ze doen haar. Doe dank dat die ganz besonders ver. Moest die endlich bijstaan, moest die houden dat ze wissen kan. En zo bid ik ganz besonders am Regen haar. Wir kijken verder weg, wir möchten so die Strände formen, wir immer noch nicht haben. Und wir beten bloß, dass die muss reinscheinen. Wir sein, dort fehlt nötig, nur an so Aufsicht, nur Herr. Und wir freuen uns, dass die muss geben. Und so beten wir ganz besonders für die Sommerbibelschule. Herr, wir danken für die Zeit, die du nu al gewasst hast, für das Jahr, für jeder Kind, für jeder Lehrer, der mitgeholfen hat. Wir beten nu auch noch ganz besonders für das letzte Werk, das du nu noch am Kommen ist. Moest u ook waar door zijn durch de tijd, moest u jeder Lehrer begleiten, moest u wijsheid geven, dat zich aan je rechten nu die wel nu. Moest u met jeder kind, jeder student zijn, wat er is. Dat ze dat bloß mochten kan abnehmen, wat er geboten wordt, dat er dat mag houden en er wieder het leven. So beten wir ganz besonders für die Regierung an uns Land, Herr. Wir danken, dass wir unseren Glauben dürfen ausleben. Und wir beten, dass sie mochten ganz besonders in diese Lehre, wo die Welt nu bijna is, moest die met alle regeringen in de wereld zijn. Hoopt dat ze mochten Entscheidungen merken, wat rechte zijn, zoals dat die Wellness moest die leiden en vieren. En zo beten wir ganz besonders noch einmal von Sauberkeit. Wir danken für den Schutz, den wir hier noch einmal haben. Und ja, an Sauberkeit muss die auch ernt nur an sein. Und so beten wir nu ganz besonders, wenn wir an der Andacht angehen, muss die mit Hans sein, wenn er den Wort Hans reden lässt, muss die am bekraftigen mit den Wort, wat du am eingegift hast, wat reden sollt, Hans, von der Samaris. Und musst du in jedem Tag sein, hat aufmerken, und wir möchten empfangen, was du was sagen, Hans, von der Samaris. Das bitte ich in Jesu Namen mit Dank sagen. Amen. So, als nächstes haben wir die Botschaft von Hans Friesen, so, noch einmal sagen, willkommen hier in Gottes Segen. Dat is voor ons een zegen dat we kunnen met jullie op gemeenschap gaan van de Samaris. Gemeenschap in God zijn woord, gemeenschap einer met anderen en gemeenschap im Geist. En gemeenschap im Gesang. Wir sehr schön te zingen. En ook Gesang aanhorchen. En om ganz mischen is aber de gemeenschap van God zijn geen woord. Erst wat ook om ganz mischen talt. Dat wat we am neidigsten brücken. En dat versperen kan als zeer veel weet. Dit ligt hier uit te switchen, dat blinkt correct in mijn iPad aan en dan daar speelt me dat 3. Kan ik dat niet goed lezen wat ik hier voor me. Dankeschön, ja, dat schafft beter. Deze tijd die is voor ons alle anders geweest, het laatste jaar als we ons het vrijgesteld hadden. Op verschillende wijzen. En wer wordt gezegd hebben dat 2020 wordt ze steeds zich ramnemen. Dat wordt ze steeds zijn als het niet is. En we hebben alle zeer verschillende meningen gehoord over wat vergeet, waar de krankheid herkomt, wat erom bangt, enzovoort. En ook alle verschillende meningen over waar zich dan te verhouden over enzovoort. En ik denk dat hebben we ons alle al gewenst, wanneer we maar kunnen de waarheid weten. Wanneer we maar kunnen werkelijk weten, wat is dit en hoe zal dat gaan enzovoort. Weil er komen sehr veel verschillende Meinungen, er komen sehr veel verschillende Lehren over en veel verschillende Erklärungen. Aber wat is de waarheid? Wat is het wat werkelijk is? En dus ook veel leren over, dit is nu de eindtijd en zo wieder. En we worden bloos lijken te weten, nou ja, wanneer we dan bloos mal de waarheid wisten, wanneer we bloos mal wisten wat krijgt vergeet en waar krijgt handkomt.
Und wir sind nicht der Einzige, was seine Zeit gelebt haben, wo wir nur Wahrheit sehen, wo wir die Wahrheit sehr gern wollen weiten, vielleicht Dollar aus Jahren vorher und so weiter. Seine Tiden sind immer wieder gewesen in der Weltgeschichte, wo Dinge passieren weltweit, passieren, wo Menschen wurden gern haben, die Wahrheit gewusst, über was geht fair. Und auch einige Dinge eingeblasen in einige Länder, nicht in alle Länder gleichen Rief, aber viele Länder sind so eine Zeit durchgegangen, wo die Menschen gern wollten, was ist die Wahrheit. Und wenn wir dann eine Wahrheit sehen, wo sehen wir eine Wahrheit? Wo finden wir die? Wo tun wir das, dass wir zu der Wahrheit kommen? Weil wir haben einen Text gehört hier, wo Jesus über die Wahrheit lehrt. Und wenn es dann fehlt, an die Wahrheit zu weiten, dann ist der Pastor wie gehen durch, wo von Wahrheit geredet wird, von wo Gott von Wahrheit redet. Weil wir wissen, dass alle dort Verken sind Dinge gewesen, was wir glauben, dass wir die Wahrheit. Und Luther, wo wir an, dass es wirklich nicht so, das ist doch nicht die Wahrheit. Und haben uns dann in den Sinn angeschmiert. So nu Jesus wie eine Zeit bin, wo das Volk auch die Wahrheit zu tun wir. Was ist die Wahrheit? Das fühlt sich so, das hört sich so. Du hast der Messias gekommen, wo nur die Juden auch lang nur gelehrt haben. Und sie haben eine 400 Jahre Zeit durchmusst, wo dort dreig wir. 400 Jahre dreig, wie Mennoniten sind nach dem Betrieb 500 Jahre alt sein. Und ich bin 500 Jahre alt, ich sage noch nicht mehr reden, wo Beine ist. Darum wird wie Mennoniten dann so aus Mennonitenvolk teilen. Und das wird die meiste ganze Zeit von dort sein, von was Israel, das jüdische Volk, so eine dritte Zeit durchging, wo kein Prophet mehr da wir und sozusagen, da wir keiner mehr, was die Wahrheit redet. Und das Volk, das wir ausgehungert nur die Wahrheit. Sie sagten nur die Wahrheit. Und nie auf einmal nie, wir da in einer Wort dort Leute so, dass wir die Messias, weil der hat die Lied, so keiner Batan gelehrt hat. Der tut Wunder, so keiner Batan Wunder getan hat. Der halbt die Menschen, so keiner Batan Menschen geholfen hat. Und aber die Menschen werden hängen ran und weiten, na ja, aber ist das nicht die Wahrheit? Ist das wirklich der Messias, nur wem wir lehren? Und dann wird durch das ausgelehrte Volk, das Volk, das dort weiten soll, wann der Messias wird kommen, das Volk, das durch sozusagen vorbereitet wird, die Wahrheit zu weiten, und sogar die werden verwehrt. Die wird die Schriftgelehrten, die Pharisäer und so weiter, die wird so klar haben bei sich, dass das ist die Wahrheit und das ist das Rechte, die werden verwehrt. So das Volk, wir in denen sind alle verwehrt, die wissen nicht, ist das wirklich der wahre Messias oder ist das nicht der wahre Messias? So wo können sie dann nur die Wahrheit kommen? So das Volk, wir wollen was Versen Luther betrachten, wo das Volk mit Jesus zu tun hat, wo Jesus mit den Schriftgelehrten Pharisäer zu tun hat, wo sie zwischen ihnen dann über die Wahrheit nobren. Aber das Tag, was wir hier gehört haben, das ist dann von ganz ab eng von Jesus im Leben hier. In Johannes redet mehr über das Thema von Wahrheit aus der anderen Evangelium. Irgendwo Johannes wird es wichtiger aus der anderen. Und in das Evangelium Johannes und auch Luther in die 3 Briefe, die Johannes da schrift haben mehr über das Thema aus der anderen Evangelien dann. Aber Paulus braucht das Thema auch viel in alle Briefe, die Paulus schrift. Kommt auch immer weiter auf das Thema von der Wahrheit. So hier nu ist Jesus für den Rot geschlagen worden.
Jesus ist sozusagen für den Gouverneur geschlagen worden. So, der soll dann nu entscheiden, was die Wahrheit ist. En een gouverneur, is dan Pilatus, wie een rechter. Dat is een beetje anders opgesteld van de gouverneur is niet de rechter, de heeft rechter, wat dat dan doen. Jeder municipio heeft een rechter, en wat dat gaat, dat gaat dan til mijn tijd bij een estado, bij een federaal. Aber dat is niet de president, dat is niet de gouverneur, dat is niet de president van het municipio, wat dan entscheiden wat waarheid is. Aber dan, dat systeem weer dan een beetje anders. So Pilatus weer een rechter. En hij had al veel leeuwen, over de Juden rechten moest. En een rechter wil de waarheid weten. Voor een rechter is dat zeer wichtig, dat hij naar de waarheid komt. Wils, wat voor een rechter gebracht wordt, dat zijn immer twee zijden. Er strijden zich twee sterk en die zijn allebei, dat is de waarheid. En de rechter die moet dan nu uitwegen, die moet dan nu uitforschen en zeggen, oké, wer van die redt werkelijk de waarheid en wer redt niet werkelijk de waarheid. So Pilatus weer met dit ganz bekend. En in diesem Fall krijgt zo met Jezus, wo aangebracht wordt en aan wordt veroordeeld, dat Jezus is een verbreker en hij houdt niet de Juden gezet en nannt zich zelfs een kennik en al het eeuwige wat dan in Jezus is. Du braucht Pilatus dann uit te vinden, oké, wat is in deze leeuw dan nu werkelijk de waarheid? En dan zegt Pilatus dan, nou best du werkelijk de kennik, wat deze die veroordelen. En Jezus zegt plus, nou die zegt dat zelfs. Maar dan zegt Jezus meer dingen hier over de waarheid. Zegt, ik zie doet in de wereld gekomen, dat ik van de waarheid zeugen zal. Wer uit de waarheid is, die heeft mijn stem. En dan zegt Pilatus, wat is de waarheid? So Jezus kwam op een thema wat Pilatus hier zeer wichtig is. Zegt, wat is de waarheid? En dit bracht Pilatus veel gedanken. En dan gaat hij uit naar volk en zegt, ik vind keine oorzaak gegen diesen Jesus, den die für mich gebracht haben. So wirklich in Pilatus seine Gedanken, wie sozusagen der Wahrheit, wie dort, wie nicht eine Ursache, dort Jesus zum Tod verurteilt wurde. So er hat den gesagt, mein Verständnis für Wahrheit ist, dort Volk, dort schriftgelehrte Volk, was du soll weiten, was die Wahrheit ist, was nicht die Wahrheit ist. Die sollen das tun. Die sollen nicht vergleichen können mit was die Bibel sagt, mit was Gott sein Wort sagt. Die sollen nicht vergleichen, ob das die Wahrheit ist oder ob das nicht die Wahrheit ist. Aber das Kampf zwischen Wahrheit und Nicht-Wahrheit, der Kampf, das viel eher als von hier, wo Jesus diese Erfahrung hat. Von wo Jesus op de Welt kwam. Der Kampf zwischen Wahrheit und Lees, der ist vom Anfang an von der Welt, so miskracht. Das von dann, wo er so tun, kam ein Lüg überfair, von was so Gott gesagt hat, und er verdreht die Wahrheit, Lüg überfair, und Adam und Eva schanken diese Lees glauben, und will sie diese Lees glauben schanken, fallen sie in de Folgen von der Sünde, von der Lees, en verloren dadurch den Glauben an die Wahrheit. Und werden von da wieder an verwirrt. Von da an wissen sie nicht mehr, was ist die Wahrheit. So, von da an ist die Welt noch immer verwirrt gewesen. Von da an hat die Welt noch nie nicht gewusst, was die Wahrheit ist. Wils de hand de Lees Glauben geschonken. So nu eine andere Unterhaltung, was Jesus dann mit den schriftgelehrten Pharisäern hat, mit Johannes 8, Vers 44 bis 47. Ich will uns diese Vers lesen, erst die erste paar Vers durch. Eine Unterhaltung, dann die schriftgelehrten Pharisäer wohl mal Grund kommen, naar de waarheid.
Was ist das? Ist Jesus wirklich der Messias? So in dieser Unterhaltung, das lange Thema, wo du sagst, Jesus 3 zu End, so dass Jesus seine Antwort über verschiedene Fragen, was sie haben, sagt Jesus, ihr seid von dem Vater den Teufel und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn ihr die Lüge redet, so redet ihr von seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. So, Jesus ist sehr hungrig hier auf die schriftgelehrten Pharisäer. Er hat auf ihn, soll ich lieber sagen. Er sagt, dass jün Führer ist die Teufel, weil je reden dort, was er redet. Die Teufel, der hat keine Wahrheit an sich. Dat is de Führer von allen Lees. Und du hast keine Wahrheit an am Ben. Und irgendwo hat das Judenvolk angefangen, dort zu glauben. So das sagt, an am ist keine Wahrheit. Er besteht nicht in der Wahrheit. Bis die Wahrheit ist nicht an am. Er ist voll Lees. Was der redet, das ist ein Lees. Dann aber wieder sagt Jesus, ich aber, wils ich in die Wahrheit sei, glaube ich mir nicht. Wer von ihnen kann mir wiesen, wo ich gesündigt habe, das was Jesus dann sagt. So ich über die Wahrheit sei, warum glaube ich mir nicht? Wer von Gott ist, der hört Gott sein Wort. Du weißt hier mir nicht, weil sie sind nicht von Gott. So hier in das Thema von Wahrheit, wo Jesus mit handelt hier, merkt Jesus dort klar, dass ihm die Wahrheit siegen, kommt dort mit unseren Glauben taub. Er sagt, so tun als die Führer von Lees, und dort habe ich Glauben geschenkt. Wenn wir was hören, können wir nicht entscheiden, ob dort Wahrheit ist oder nicht Wahrheit ist. Und die Feind hat uns, gar als Christen, viel verwehren können über das ganze Thema von Wahrheit. Wenn wir was hören, was immer ist, wir können nicht entscheiden, ob dort Wahrheit ist oder nicht Wahrheit ist. Na, wo dann? Weil, was ich entscheiden, dort merkt kein Unterschied. Wenn dort nun nicht die Wahrheit ist, wenn ich entscheide, ist die Wahrheit ist aber nicht, meine Entscheidung dort ist die Wahrheit, dort merkt das nicht zu der Wahrheit. Und wenn ich was hier und dort ist die Wahrheit, aber ich sage nun, das glaube ich nicht, dann merke ich die Entscheidung zu sagen, das ist nicht die Wahrheit. Und wenn es aber ist, was hält mich dort zu sein, das glaube ich nicht. Aber du hast die Feind uns Christen so verleiten könnt, dass wir haben das so stark zu holen, wenn ich sage, das glaube ich, dann ist das die Wahrheit. Wenn ich sage, das glaube ich nicht, dann ist das nicht die Wahrheit. Und viele Christen haben sich die letzte Zeit neu gestritten über das Ganze, über die Wahrheit und nicht die Wahrheit. Und wo einer sagt, no, das glaube ich nicht, und einer sagt, ich glaube das, und wollen sich toll über das. Bloß wenn dort einer glaubt das nicht, und das bringt Menschen ein. Aber wir können nicht entscheiden, ob dort Wahrheit ist oder nicht Wahrheit ist. Das schafft nicht. Und das ist krank, wo die Schriftgelehrten Pharisäer stecken bleiben. Sie entscheiden, dass was Jesus ihnen sieht, ist nicht die Wahrheit. Und dort glauben sie sich so stark, dass sie teilen dort verlesen, und dann Jesus, wie vom Teufel auf eine steht. Und Jesus kommt rein und sagt, sie sind vom Teufel. Oder sie jeder dann zwischen ihnen, dann haben drei. Weil sie glauben, dass dort, was sie glauben schenken, dort ist die Wahrheit. Und daran sind wir Menschen verwerten.
Wenn ich dann nu an was glaube, was nicht die Wahrheit ist, mein Glauben kann das nicht die Wahrheit merken. Wenn ich nu was nicht glaube, was die Wahrheit ist, mein Nicht-Leben, mein Anglauben kann das nicht die Lehre merken, das schafft nicht. Und wenn wir das einmal begreifen können, mit unserem Glauben können wir nicht entscheiden, ob das Wahrheit ist oder nicht Wahrheit. Wir müssen den Grund sehen von der Wahrheit. Und dann, wenn wir einen guten Grund sehen für die Wahrheit, und dann dort wirklich die Wahrheit ist, das Glauben schenken, dann ja. Mein Luther habe ich mit gemeint, was passiert dann? So nu, was wir Pilatus sein Problem, dass er die Wahrheit nicht erkannt. Was wir die schriftgelehrten Pharisäer ihr Problem, dass sie die Wahrheit nicht kannten. Pilatus wir nicht in die Wahrheit. Jesus sagt, ich sie dort in der Welt gekommen, dass ich von der Wahrheit zeug. Wer uit de Wahrheit is, die hier meine Stem. Und das ist, wo der große Unterschied ist. Jesus sagt, wer uit de Wahrheit ist. Das meint, wer die Wahrheit auch an sich hat. Weil auf einer Stelle sagt Jesus, ich sehe die Wahrheit. Und wir fingen durch die ganze Bibel, wo Gott von sich selbst redet, Gott redet rein immer die Wahrheit. Und von der spricht, was wir leicht verstehen, wer wahre geboren ist, wer von Gott geboren ist, wir wollen Luther mit mir auf das Thema kommen, wer von ihm geboren ist, wer uit diese Wahrheit ist, wer tot die Wahrheit gehört, die kann viel leichter entscheiden, was Wahrheit ist. Und von diesem Tag, die feindhafte Welt ist weit gewonnen. Und du hast bloß viel Lees in der Welt. Was die Mainstream Media sagt, du sind viel Lees bin. Und durch was die Wahrheit kommt, das ist meist allmählich. Weil der eine sieht, wir sind im Blatt auf 2 Seiten, aber ein Klotz auf 6 Seiten und in alles Ewige und das viel durchhängen und durch Handkommen, das fährt schwer tun. Aber für uns als Christen, die wir die Wahrheit weiten, für uns merkt das lange nicht so schwierig als für Menschen, die nicht zu der Wahrheit gehören. So, Nummer 1 für uns, zum entscheiden, okay, was ist Wahrheit, was ist nicht Wahrheit, ist dort sehr wichtig, dort wieder klar haben, dort ich gehöre zu der Wahrheit. Ich gehöre zu Gott, ich bin ein wahrer geborener Mensch, ich bin sein Kind und ich gehöre zu der Wahrheit. Jesus erklärt es so durch Johannes auf verschiedenen Stellen. In Johannes 3,21, das ist ein Vers, was du kriegst bei der Bibelpost. Da sagt er, wer aber die Wahrheit tut, der kommt an das Licht, dass seine Werke offenbart werden, denn sie sind in Gott getan. So, hier redet Jesus Wahre über das Thema von der Wahrheit. So, und Jesus merkt das hier klar, okay, wenn ich zu Gott gehöre, ich gehöre zu der Wahrheit. Und wenn ich die Wahrheit höre, die Wahrheit wird in meinem Leben einen Unterschied machen. So, mein Leben wird bewiesen, als ich die Wahrheit an mir habe. So als ich lebe, das sagt, wer die Wahrheit tut. Das meint, wer die Wahrheit lebt. Im alltäglichen Leben. 24 Stunden am Tag, 7 Tage Weg. Wer dort lebt, wer die Wahrheit lebt, der kommt an Licht und dort wird offenbar, dass das in Gott getan.
En dat is een andere vers. Da sagt Jesus so. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Okay, dit sagt Jesus zu denen, wat an geloven. Jesus redt zu den schriftgeleerden Pharisäer, wat nicht geloven über die Wahrheit. Dan redt aber auch zu denen, wat an ihm geloven. Zu dit wat hij zu denen sagt. So ihr bleiben werdet in meiner Rede, so seid ihr meine rechte Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. So wenn die wollen in meiner Rede bleiben, so wie schenken seine Rede glauben, was Jesus sagt, das schenken wir glauben, die schriftgelehrten Pharisäer können das nicht, weil sie wir nicht im Porte von. Aber nu redet die Christen sozusagen, die wollen am Leben. So, wenn die in meiner Rede bleiben wollen, dann seid ihr meine Jünger, und die wollen die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit, die wird ihnen frei machen. Wir wollen die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird ihnen frei machen. Wir hatten mal einen Fall mit Freunden, wat in der Kolonie wohnen, wo das schwer wird, sie werden sozusagen die Wort von den ersten bekehrten Menschen tun. Und dann wird er zu gerecht geschlagen in der Stadt, weil es das heute so haben, wird auch getan. Und dann wird die Kolonie verklärt und plötzlich kamen Leute ab und dann ruft er mich an und sagt, wir sind auf dem Weg in der Stadt und wir wollen für gerecht geschlagen worden, für was wir auch getan haben und das so was ist. Das ist nicht so. Sagt er, was soll ich wel doen? Kan je ons komen helpen? Maar ik zei, we zijn te weit auf. Wir können euch was tun, was die was tun sind. Aber ich zei, bloß ein Ding ist ganz einfach, ganz klar. Rede Wahrheit, in der Wahrheit wird die frei machen. Naja, wenn wir beten für ihn, dass sie würden stark bleiben. Und kriegt sie wieder, er sagt, kriegt, wo die Wahrheit ist, wo das ist. Und zuletzt, die Kolonie kriegt eine Strafe dafür, für was sie getan haben. Mussten dort betonen, mussten den Schulden betonen und so weiter. Und dann vorne mir sagt er, das hat nie nicht geläuft. Das hat so einfach ist. Sie sagt jetzt, red die Wahrheit wird die frei machen. Sie hat heute nie nicht gewusst, dass das so einfach ist. Und wir sind glücklich. Dort haben ganz fried gewassen, sie haben bloß gesagt, wo das wir. Und der Rechte hat die Wahrheit anerkannt. Und die Wahrheit hat ihn frei gemacht. Und das ist, was Jesus sagt. Die Wahrheit, die wird ihn frei machen. Wir wissen nicht, was uns alles wird entgegenkommen. Und das ist nicht mein Thema von der über die Zukunft. Aber wir wollen die Wahrheit erkennen, aber ein Ding, das wissen wir. Das wird immer das. Das für uns das ganz Beste ist und das Sicherste für uns ist, dort wir uns ohne Wahrheit haben. Das ist das Beste und das ganz Sicherste für uns. Aber danach, was ist denn noch, um uns helfen in das Ganze mit der Wahrheit? Dann kommt Jesus auf ein anderes Thema. Nicht sozusagen ein anderes Thema, aber auf das Thema von der Wahrheit bringt er durch was anderes bei, was mir sehr wichtig ist. Aber das ist alles wichtig, aber das ist ein Ding, was wir in der Mennonitenkirche weit hängen haben. Und du hast, wo Jesus das dann so erklärt, Johannes 14, 16 durch 17, da sagt er so, und ich will den Vater bitten, der soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. So hier hat Jesus Wahrheit zu den Christen, die wird an ihm glauben. Und er sagt, und ich will den Vorderfrauen, dass die Vorderwort in Tröster schenken. Das ist ein ganzer Part, das Thema vom Tröster, halt die Gäste Tröster erst besiegt, so ich will dort von der nicht anrühren, die Zeit erlaubt uns nicht. Und dann sagt er, und die wird beginnt immer bleiben. So wir können uns darauf verlassen, als Gott seine Kinder, als wahre geborene Kinder, wenn der Mensch sich Jesus Christus handjagt, dann kommt sein Heiliger Geist an uns nennen. Und mit dort, wo der Heilige Geist nennt, kommt die Wahrheit mit.
So jeder eine, wer wahre geboren ist, der hat die Wahrheit in sich, wo Jesus hiervon redet. Willst der Heilige Geist ist ein Geist von der Wahrheit. Dann sagt Jesus, die Welt konnte diesen Geist nicht empfangen, die Welt, das schafft nicht. Es sind bloß die wahre geborenen Menschen, bloß die, die Gott Glauben geschenkt haben und ihr Leben am gegeben haben, die kriegen das Geschenk, dass die den Geist von der Wahrheit in sich kriegen. Und er sagt, in das Geist, der wird rein immer bei ihnen bleiben. Und dann wieder, brückt er dasselbe in Kapitel 15, Vers 26, sagt er, wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird zeugen von mir. So, was tut das Geist von der Wahrheit nu an uns? Weil das sagt, der zeugt von Jesus. So, wir haben den Geist von der Wahrheit an uns. Und der Geist, der zeugt an uns von Jesus, der merkt das klar für uns, dass Jesus redet wirklich die Wahrheit. Und dann sagt Jesus wieder in Kapitel 16, Johannes 16, Vers 13 und 14, da sagt er, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er auch verkündigen. Derselbe wird mich verklären, denn von den meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Hier das erste Bild habe ich hier als Petrus. Man hat es nicht bloß da, aber die Jünger wir noch ein gutes Bild, aber in Petrus kann wir das erste beschreiben. Jesus hat seine Jünger gut gelehrt. Sie haben diese Lehre angehört. Sie haben gehorcht. Sie haben gesehen. Aber wer wie Petrus, will Jesus gekreuzigt wird. Cheaply. Hat Angst. Hallo. So mit Wort vereinigt Petrus sich. Er hat diese Lehre von der Wahrheit alle gehorcht. Dass wir nicht, dass dort nicht im Kopf bin wir. Er hat das alle angehorcht. Und nu, dat het klein beetje op aankwam, en nu weer voetsruid te leen, voetsruid te de onwaarheid reden. Waarom? De Geist will noch nicht oben. De Geist von der Wahrheit will noch nicht durch. Und was passiert, wo de Taufe vom Heiligen Geist kam, und wer wie du dann de Grootmühl? Waar had dezelfde Petrus? En wat reed du? De Wahrheit. En van daar wieder haben wir ein klares Bild von wo Petrus wir, dort Petrus wir ein Mann von der Wahrheit. Warum? Wisst der Geist von der Wahrheit wie ein Arm? Und das sagt, Jesus sagt selbst, und der wird ihn in der Wahrheit leiden. So von da an haben wir ein klares Bild, wo Petrus in der Wahrheit gelehrt wird. Und hat Petrus Angst vor den Tod? Nur dem? No. Am wird in Gefängnis gestoppt, wird Jakobus wie gemordet worden. Und Herodes sagt, dass das Volk, das Judenvolk gefoltert sei, wo Jakobus wie angebracht worden. Und kurz nach dem wird Petrus eingestoppt. Darauf den nächsten Tag Samaris wird Petrus auch heiratet worden, auch zum Tod verurteilt worden. Weil sie wollte Juden mit diesen Bruven Petrus, er wollte sich in Gewand merken bei den Juden. Das war so ein Grootmühl und allerlei Reit von Jesus zu zeugen und so weiter. Und er wollte das doen, um sich einen guten Namen merken für die Juden. So, hier ist Petrus im Gefängnis, und das ist nicht viel was beschrieben, was er da tut. Aber Petrus wird in dem Sinn nicht bedeutet um sein Leben.
Willst du Wahrheit werden, Ben? Und Jesus hat gesagt, wir sind nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Zu Herodes steht da ganz klar, ich sehe ihn kenne ich, aber ich sehe nicht von dieser Welt. Und in jeder einer, wer am angehört, der ist nicht von dieser Welt. Diese Welt ist nicht ans Tüß. Und das ist eine Wahrheit. Und man wie die Wahrheit einmal anerkannt, das hat uns einen Teil in dieser Leben zu leben, wo wir nicht sind. Ein Problem, was wir haben, ist, dass wir haben uns so grauslich tüßig gemerkt hier. Wir bühren uns hier aus, wenn wir einfach immer leben wollen. Und das wenn wir durch die größte Freiheit anhand können. Und alles Ewige, nicht bloß dort, aber alles Ewige. Wir merken uns so grauslich tüßig. Und dann können wir meist nicht die Wahrheit leben. Bloß was Jesus sagt, dass ich sehe nicht von dieser Welt. Und jeder eine, wer Jesus anhört, der ist nicht von dieser Welt, die bist nicht von dieser Welt. Diese Welt ist nicht uns Tüß. Ich lege dort Leute, dort englische Leute, this world is not our home. Not my home, I'm just a passing through. Diese Welt ist nicht mein Tüß. Ich reise bloß durch. Und einer muss sich dort jeder muss denken haben. Weil, was war dort bei mir? Ich bin krank gewesen, ja, von was immer außer Coronavirus gewesen ist, nicht. Ich las einen Report von der World Health Organization. Da sagt, jeder, wer verkillt ist, der test positiv für Corona. So was immer daran ist, das sage ich mir gleich. Weil ich weiß die Wahrheit. Und ich weiß, dass solange es Gott mich will im Leben holen, solange es Gott hat an Hans Friesen auf diese Erde fehlt, wird er leben. Das ist nicht in meinen Hängen, in meinen Ängsten für diesen Virus, was immer das ist, meine Ängsten für was immer das für uns ist, wird mir dort ein Tag länger Leben schenken? No, das nimmt mir das Leben. Der Angst dafür, der nimmt uns das Leben. Wird in diesem Geist von der Wahrheit ist keine Angst bin. Und was das tut und was das die Welt mit das Ganze, Menschen Todängsten, wenn sie bloß kennen. Und erklärt, da sind die Menschen, haben sich geängst. Die sind gestorben an, weil sie schenken das Glauben. Sie schenken das Ganze, was die Welt ihnen sagt, über das. Das schenken sie Glauben und sind gestorben an. Und so ich sage, wo wir krank wurden, wo wir dann bloß gesund blieben, nee. Ich bin krank gewesen, hier, Bruder Peter ist das wäre krank gewesen, da lecker alle. Der meiste alle sind all durch. Aber die Angst wird mich nicht gesund holen. Die Angst wird mich krank machen. Und wir sind so vom Feind eingebildet worden, dass wenn ich für was Angst habe, dann wird Gott doch sich dort jammern über mich und er wird mich dann dafür beschützen. Das tut nicht, das schafft nicht, das dort. Die Angst, die merkt uns schwach. Angst merkt unseren ganzen Körper anders arbeiten. Angst merkt unseren Körper vulnerabel. Die merkt unseren Körper dull. Uns Gegenstand geht dull. Durch Angst haben dafür. Und das rät uns nicht. Soll ich dann ganz sorglos sein dabei? Weil, ja, um den sind ja. Wir brauchen uns nicht sorgen. So Jesus sagt, der hört meine Stimme. Was sagt Jesus, habt ihr da steht? Sagt, sorgend wehen nicht. Ja. Wer von uns kann sein, von der Samaris, das hat gepasst. Das hat in mein Leben gekriegt. Ich sehe, was du, ich sage mir wehen nicht mehr. Aber ich kann nicht Frau eine Hand abheben, weil ich kann nicht. Und wenn ich hier der Erste kann, weil er gut für die, aber dann bei mir lebe ich die beste und bessere Mensch als wir sind. Leider haben alle Probleme mit. Und was die Zeit nicht bringt, ist das bloß erste was. Die haben alle Probleme mit, das Welt so leicht in Sorgen. Und alle sind, und denen sind meine Lebenserfahrungen haben,
dann merkt du dann wirklich keinen Unterschied zu jungen Menschen. Ja, wir sind alle jung, aber die jüngeren Menschen, glaub nicht, dass die Eltern, die was mehr wieder durch im Leben durch sind, dass die haben gelehrt, die haben weins all gelehrt, wo mit Sorgen umzugehen. No. Dat is een beständig Ding, weil wir haben Kinder und wir haben Großkinder, wir haben Rutsnater, Batzers, haben 5 Großkinder und eine Maraposten, und er ist nicht so recht. Was wird die Welt, wo wird das hinkommen und was wird die Zeit mit sich bringen? Und unsere Großkinder. Was sollen die jungen Menschen? So, dort lernen, die Wahrheit lernen, uitleven, dat is ganz leicht. Het is alles wat Jesus leert, alles wat de Bibel ons leert, is de waarheid. En we vingen voor alle levensleven, vingen we wat de Bibel past. Dat is een goede ding. De Bibel die heeft voor alle levensleven, heeft de immer wat bijpast. Maar we hebben niet tijd om dat alle recht komt van jou. Maar du hast voor alle leven is de woord. En dan is hier de nächste Punkt, die sagt, dat is ons thema voor vandaag. En ik weet dat dit een grote ding is. Ik had het thema groot uitgeschiet van deze morgen. Maar hopelijk is je wat we de wees kennen van dit leren en behouden. En ons ook helpen op de danken brengen over het thema van de waarheid voor de toekomst. Dat zegt, wer de waarheid deed, Jezus zegt, en wer de waarheid deed, die hield mijn stem. Hij zegt, wer uit de waarheid is, die hield mijn stem. Zo nu, we hebben den Geist van de waarheid gekregen, die helpt ons een groot deel. So, wat betekent het dan, dat, wanneer Jezus zegt, dat wer de waarheid deed, die hield mijn stem. Wat meint hier voor ons als Christen? Dan meint het einfach kort genomen. Oké, ik lees dit, ik heb het gelezen, ik heb het in den zin gehoord wat Jezus zegt. En ik wil het in mijn leven aanwenden. Ik wil aanzetten dit uit te leven. En dan komt Jezus naar het nächste thema, wat ook zeer wichtig is in dit ganze Waarheid-thema. Dat Jezus merkt dat hier ganz klar, dat die wordt dit geloven schenken, die wordt de Waarheid wat ik verkondigen, die wordt de Waarheid geloven schenken, wat hij zegt. En die wordt dit wat hij geloven schenkt, dat wordt hij dan ook uitleven. Dat wordt hij in zijn leven uitleven. Dan zijn er nog een paar meer versen, waar Jezus van het thema reden deed. Johannes 14, vers 11. En dan wieder door vers 22 en 23. Da sagt er so. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien gleich wie wir. Ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen seien, in eins und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und liebe sie, gleich wie du mich liebest. Hier sprach Jesus zu Gott im Gebet noch ein Verlangen uit, wat hij heeft, over die wat de Waarheid aangenommen haben. En hij sagt zum Führer heiligt an, mein Luther, wo wir noch ein Vers brücken, auch klagt über das Thema, über das Heiligen. Führer heilig an, womit
zodat zij worden eind worden. Zo steun ik eind zijn. En hier hebben we ook als christen een klein beetje wat nieuw doen, wat ons als Christentum heeft veel schoenen gedaan. En dat is einig. We gaan hier nieuw doen dat we ons zelf einig worden. En dat is niet wat Jezus zegt. En we gaan als kerk, ik neem die im Ganzen, we gaan als kerk einnehmen, dat wenn wir uns über wat einig zijn, dan is dat de Wahrheit. Dan is dat recht. En de Feinde heeft de kerken im großen Ganzen so weit verwehrt, die Mennonitenkerk in der States und Kanada im Ganzen, dat die sind sich einig geworden, dat Homosexuality is okay. En de mensen kunnen christen en die kunnen zich bevrienden en die den predikers willen besteden wat zijn leven führt. Weil sie sind sich einig en dat zeg je toch, dat kind worden einig worden. En dan is dat recht. En dat is niet zo. We kunnen ons niet einig genoeg worden als een gemeente. Ewa en denkt, dat dat de Wahrheit ist, dat wordt tegen onze Einigkeit Wahrheit worden, dat schafft nicht. Die Feinde haben uns viel Konschuden doen mit dieser Lehre, was wir als Christen, als die Gemeinde zu seinem Ganzen angenommen haben. Und wir müssen anfangen, die Wahrheit zu verkündigen, trägen nur die Wahrheit, und das kann viel kosten. Aber wir müssen trägen und haben, okay, was ist die Wahrheit? Und Jesus sagt, merkt, dass sie wollen eint worden, nicht einig worden, wo eint. Eint mit Jesus, so ist ich mit die Vater eint sie, und du mit mir eint bist. Das ist ganz was anderes, als uns eben denkt, einig worden. Mit arm eint worden. Das meint, dass uns Benehmen, uns Wandel, liegend am bloß rein kriegt. Die Kopiadora, die schafft bloß 100%. Für den ersten Tag gibt es Kopiadoras, die kein Geld aufnehmen, das meist nicht in Unterschied zu sein. Indem wir selber als Christen sind, wir sollen so eine Kopias werden von Jesus, dass die Unterschied erst bloß gut, das ist das Seltsame. Wir sind eins geworden mit ihm. Und dann sagt er, dass wir vollkommen worden in der Einigkeit. Warum? So dass die Welt erkannt wird, dass er uns geschickt hat. Dass er ihm geschickt hat. Was ist die Welt von uns? Und mein großes Verlangen ist, dass wir wollen als Gemeinde, als christliche Gemeinde, wir wollen trägen nur die Wahrheit. Und mit der das war, dass in unserem Mennonitentum, ja, das Christentum, das war, und ich sehr dankbar für, aber dort sind auch all diese beste Gemeinden, nach jeder eine hat die beste Gemeinde. Weil sie sind sich einig darüber. Und was muss Gott tun? Was muss Gott tun, und dass Gott uns wird handkriegen, dass wir mal wollen ein werden? Wir sind in den Ländern, haben das Christentum viel schwerer durchgemusst, was sie ein werden. In Russland brauchte die Kommunisten. Die Kommunisten kamen näher und die Kommunisten kriegten dort an, dass die Christen, die Kirche, wird eint. In China kriegt dasselbe. India dasselbe. So, was war wir dann? Weil wir das Loten, was durchkommen, was Gott wird die Welt bringen, um uns einzumerken. Er war wohl vorher die Einigkeit, meint das Einworden annehmen, weil wir vorher trägen nur die Wahrheit. Und das braucht euch was zu kommen. Wie Menschen, wie tun das ist dort, wie Kirchen tun das ist dort. Und ich fürchte, dass wenn unsere Kirchen nicht wollen zu Buße kommen, und unsere Kirchen im Ganzen hier nicht wollen, trägen nur die Wahrheit kommen, dass Gott wird das selbst tun und uns einmerken.
Aber das braucht nicht hin. Wir können uns vernehmen, dass wir gehen drei nur die Wahrheit. Wir gehen drei nur das Einwort mit Arm. In den Nummern von der Kirche sage ich nicht, weil es kein Nummern wird in der Kirche raten. Und kein Nummern merkt ein Kirche besser als der andere. Das ist bloß Jesus Christus in der Wahrheit, was sein Wort hat, als was in der Kirche wirklich reich merkt. Okay, nu wieder zum Schluss für das Thema. Dann sagt Jesus in Johannes 17, Vers 17, sagt er, und heiligt an in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Das sagt Jesus und er redet zu Gott. Das ist im Gebet. Was meint es? Heilig sind. Ich habe hier 5 Punkte, also im Ganzen, was es dann bedient. Und wir würden eine ganze Andacht haben über das Thema, was dort anbelangt. Aber bloß dann, dass ihr das Gedanken habt, dort wird es bedienen, wenn wir Leute über das nachdenken. Heiligen, das meint, merk und rein. Merk und rein in der Wahrheit. So das meint, nimm all das, was nicht Wahrheit als Riet. Das meint, sev ut. Wir kennen alle eine Severie, uns kann bei einem Hafen eine Severie, die soll sehr verbessert als von was ihr immer. Aber der Hafen eine Severie, der hat eine Putzmehl, die püst, das sprüht und die säft, das ankriegt, rüht und so wieder. Und zu laatst in der Band, du haben dann das Reine getreten. Früher kann das waschen, kann sie besser, weil sie haben alle Weg immer zu tun mit schweinische Kleider waschen. Und was tun sie? Wel, dat grintje, de rietje, dat is, wie nou dat schweinsje, aber dat de Eid en dat Arrennen in eindelen, de Kleider waren in eindelen. Du gebruikt dat Zeip in de machine, wat da stockt und so wieder. Und aber wirklich, dat is bloß in eindelen, bloß die Kleider von mir Eid in eindelen. Wir haben die letzten Wochen durch ums Campamentoland geschafft und in Gras, ich sage mal, jeden Stoff geschafft. Und meine Frau kennt das meist nicht, die Waschmaschine muss jeden Tag jeden von den Kleidern eindelen. Der nächste ist Schmelten. Ich sehe ein paar Mal in der Schmelterie gewesen, in der Jäterie. Und das sehr abfallend dort beobachten. Ich bin mal in der Aluminiumschmelterie, da wir nach Dollar mit der Hängen da, das wir nicht so automatisch gemerkt. Aber da wir dann das große Top, wo das Aluminium dann geschmolten wird, wo die Brenner werden. Und da wir ein Mann, der hat einen hohen, langen Stiel, und das ist rastlich heiß, wie ein Sonora, wo es sowieso sehr heiß ist. Und der hat einen hohen mit langen Stiel, und dort schwimmt, dort schwammt oben, mit das Aluminium geschmolten wird, dort schwammt oben, und dieser mit der Hoek, die hoekt immer so zum Lachried. Wir sagen, das Messried schild. Und dieser hoekt immer riet, auf einmal wieder bloß eine ganz schmacke, so eine rote Lake, kleine Lake von Aluminium. Und dann sieht die, was dort dann ran, sieht so, nee, sind wir bereit, Jungs, nicht kriegt in den Top. Die Firms haben wir alle bereit, nicht kriegt in den Top, und die sind bereit zum Jäten. Und dann wird das reine Aluminium, kann ja klar sein, der Strom wird dann reinkommen, da wir bloß, da wir nichts machen, da wir bloß ganz reines Aluminium. Und dann wird es dann in die Firms reingehen. Und kann ein Guss jetzt mal besein, ob es korrekt ist dort. So, das sind alle verschiedene Wege, die Gott braucht, zum uns heiligen in der Wahrheit. So, sehr gerade vom Vorauf, der uns gut ist, der nicht uns hier für diese Welt gemerkt hat, der uns bei sich haben will. Im Himmel ist dort sein Ziel mit uns. Uns Ziel ist gefehlt, zu sein ehrlich geworden, aber sein Ziel ist, bei ihm sein. Und sein Ziel ist, uns zu heiligen in der Wahrheit. Sehr gerät und der kommt dann stehen, wenn er sagt, okay, die wird man ein bisschen auftauschen. Sehr gerät in der Putzmehl dann stehen, wenn er sagt, oh, wird man nicht in Leben, wird man sich ein bisschen Riete putzen.
Sehr gerade in der Waschmaschine an zu stehen und er sagt, na, die fehlt mir bitte, ein Stück durchzunehmen. Und nach der 20. bin ich sehr gerade, wenn er sagt, okay, wir wollen mal ein bisschen hatten, wir wollen mal ein bisschen losschmelzen. Alles, was uns so sehr angebackt ist, das will nicht mehr los. Was antwortet ist, das will nicht mehr los. Sehr gerade, wenn er sagt, na, wir wollen vielleicht mal ein bisschen losschmelzen. Sehr gerade, wenn er sagt, heilig die in der Worte, sehr gerade mit der Heiligen Lohn, weil wir zu beten. Vor dem Himmel, wir danken dir, dass du uns Gott bist. Wir danken dir, dass du uns Vater bist. Und wir danken dir, dass du hast mit uns Menschen in Gutes vernehmen. Vater, du hast nicht in Schlechtes vernehmen mit uns. Du hast in Gutes vernehmen. Das sei wir durch die ganze Bibel, durch das Volk, dass wir gehorsam und bleibt nicht mehr die Treu. Und dann letztendlich durch verschiedene schwere Dinge durchgehen. Aber wir immer mit dem Gutes vernehmen, dass wir immer mit dem vernehmen, das Volk zu heiligen in der Wahrheit, das Volk rein zu kriegen. Und Vater, du hast durch Jesus uns dort auch so klar bewiesen, was dein Ziel für uns ist. Du hast durch Jesus so klar bewiesen, dass du hast die beste Wahrheit und du hast durch Jesus uns die Wahrheit gebracht in Wahrheit, wo Jesus so viel gelehrt hat. Und wir danken dir für die Jünger, die du abgeschrieben hast, und für andere, die du dann diese Lieder abgeschrieben hast, dass wir die noch einmal bei uns haben, dass wir diese Lieder noch lesen können und dass du noch einmal durch dein Wort zu uns redest, das dort. Und wir danken dir, dass du in Jesus uns das so klar gemerkt hast, was du für uns warst. Dass du hast ein klares Ziel für uns, und das ist uns ab den Grund von der Wahrheit abzukriegen. Dass wir unseren Glauben rein ganz bloß auf deine Wahrheit sagen und das nicht. Und vorher verjährt uns, wo wir unseren Glauben haben auf andere Dinge gesagt. Wo wir andere Dinge an Glauben geschenkt aus deiner Wahrheit. Was immer das dann ist. Und vorher verjährt uns aus Gemeinden, aus Christentum, wo wir so aufgekommen sind von der Wahrheit. Und wo wir so selbstsüchtig sind und so jeder eine bloß für seine Gemeinde streben hat. Und wo uns das so aufgebracht haben von dem Einssein in Jesus. Von dem Einssein in die. Vater, vergib uns dafür. Und Vater, sieh uns gnädig. Und Vater, halb uns aus deine Kirche, halb uns, dass wir können tragen nur die Wahrheit und wir können tragen nur sicher nur eintworten mit dir. Dass wir von dieser Einigkeit los können kommen, was uns verwehrt hat, was nicht auf der Wahrheit gegründet ist, aber wir können nur das Einssein kommen, wo du uns haben wirst. Und Vater, ich danke dir, dass du uns aber auch durch Jesus seine Lehre, nicht bloß durch die ganze Bibel, dass du klar merkst, dass wenn wir uns an die Wahrheit halten, die Wahrheit, die wird uns frei machen. Und Vater, merk uns frei in der Wahrheit. Halb uns so stark gegründet sein auf der Wahrheit, dass nichts, was die Welt braucht, um uns zu schädern, um uns von der Wahrheit draufkriegen, dass nichts wird uns bewegen. Aber dass die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit, die wird uns frei machen von Angst. Die wird uns frei machen von Panik. Und die wird uns sogar frei machen von Sorgen, dass wir uns nicht Sorgen brauchen. Und Vater, heilig uns in der Wahrheit. Und ich weiß, das ist ein großes Ding, wenn wir das sagen. Aber heilig uns in der Wahrheit. Merk uns rein. Steif uit. Wasch uit. Schmelt uit. Zodat wanneer onze tijd hier aufgerand ist, wenn unsere Zeit mit dir zu begegnen du ist, dass du dann selbst nicht in uns geblieben hast aus der Wahrheit. Dass wir wollen durch heilig erfangen sein
wenn du uns raubst. Im Namen Jesus. Amen. Waar we uns zum Schluss auch sehen, ja, ich weiß genau, und wir wollen erst ein Vers singen, aber wir den sehen haben, aber wir den letzten Vers singen. Ich weiß genau, dass mich erlöst hat, Jesus starb für mich so allein. Ja, ich weiß bestimmt, dass das für mich tat durch sein Blut, weiß ich es bin ich sein. Das hat Jesus getan für jeden, für den Nachbarn genau wie für dich. Was du nie erträumst, will dir dann schenken, komm zu ihm, habe Mut, warte nicht. Voor hem, Himmel, we danken u dat u bent een God van vrede. En Vader, zegen ons met vrede. Dat de vrede Gottes, die du veel heiger is, als wat ons verstand begrijpen kan. Dat die vrede onze harten, onze gedanken bewahren wordt. Wat on den dag Jesus Christus. Im Namen Jesus. Amen. Ich weiß genau, dass ich nun sein Kind bin und dass mich liebt alle Zeit. Ja, ich weiß bestimmt, denn gab sich selbst hin, dass ein Haus dort bei ihm steht bereit. Das hat Jesus getan für jeden, für den Nachbarn genau wie für dich. Was du nie erträumst, will dir dann schenken, komm zu ihm, habe Mut, warte